Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Ihr habt abgestimmt, ihr habt es euch gewünscht. Und jetzt sind wir hier, nämlich bei Diesel vs. Cruelty. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Meine Zunge bricht mir gerade alles im Mund. Gefühlt meine Zähne auch rausgefallen. Ja, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Meine Fresse, ey. Ich musste das extra googeln und. Damit ich es einigermaßen richtig ausspreche. Jetzt denke ich wahrscheinlich. Ach, lassen wir das sein. Ja, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, Diesel vs. Cruelty live at Rebirth 2025. Bin ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Diesel kenne ich ja schon. Cruelty auch natürlich so vom Freizeit-Hören. Kommt nicht oft vor, dass ich da irgendwelche neuen Songs höre, aber da muss ich ehrlich sagen, wenn ich im Bett liege, dass ich das überhaupt sage, ne? Wenn ich im Bett liege und einpennen will, höre ich in letzter Zeit sehr viel Hardstyle. Ne? Kommt halt cool. Und ich bin so ein Musikhörer zum Einpennen. Ja, wenn dann das Autoplay reinschallert, dann meine ich, dass ich den Namen da auch schon mal öfters gesehen habe. Das ganze Ding heißt insgesamt United Through the Madness. Okay. Bin sehr gespannt. Wir gehen rein. Let's go. We got two DJs to close the day with you. Please welcome Cruelty Close the day? and Diesel. Okay. Brenda No one else can see except for me. I know how insane that sounds. I do, but it's this thing I can't explain it. Have you or anyone else in your family ever experienced time to hallucinate. hallucinations? Oh, was war das denn? Oh, Junge. Crazy Tattoo. Ich finde es crazy, wie das hier immer. Sieht man das überhaupt? Ja. Wie das immer mehr halt so in die Tattoo-Szene so reinkommt, ne? So immer mehr gefeiert wird. Solche Motive. Sonst hattest du ja immer diese Schriftzeichen und klaren, definierten Motive. Aber jetzt kommt so immer mehr auch dieser Trend, wo diese Kunst damit reinkommt. Ich finde das sehr, sehr cool, sowas zu sehen. Da gibt es sehr geile Motive. Natürlich manche, ne, ist halt auch wieder Geschmackssache, aber sieht schon sehr cool aus. Die Scheiße hittet schon hart, ne? Aber da muss ich ehrlich sagen, das von einem Diesel zu hören, ist schon crazy. Also, ich kenne ja nur dieses eine vom Hot Pursuit, war das, glaube ich. War das das? Ne, das war was anderes, glaube ich. Hat er ja was anderes gespielt, so. Da hatte er ja auch seine Maske und so auf. Das ist schon crazy. Ich bin gespannt, ob sich das noch ändert. Aber scheppert gut, ey. It's not an hallucination, no, it's real. You don't get it. It does things to me. It causes shit to happen around me. It's taking over my whole life and my mind. And it tells me things. Anyone else in your family ever experienced hallucinations? Was war denn das? Hallucinations.
Oh, Junge. Es ist aber auch immer wieder krass zu sehen, diese unterschiedlichen Gesichter von den Menschen, ne? Die einen lachen, die einen haben richtig dieses Buzzface im Gesicht. Das ist so geil. Aber das ist irgendwie soundtechnisch komisch aufgenommen, oder? So, ich habe gerade noch eine andere Reaction gemacht. Also, ihr wisst ja, ne, ich nehme ja mehrere Reactions am Tag auf. Sieht man ja auch immer, wie ich gekleidet bin. Dass ich gefühlt jeden Tag das gleiche trage. Ist jetzt nicht so. Aber weiß ich nicht, irgendwie hört sich das so an, als hätten die das wirklich vor Ort aufgenommen, im Gefühl, ne? Mäßig. So, ob Diesel jetzt da redet oder irgendwas sagt, hört sich so ein bisschen gedämpft an und alles. Bisschen komisch. Ich liebe das, ne? Also, ich kann es nicht aussprechen. Das ist halt das Schlimme. Diesen Tanz kann ich nicht aussprechen. Ich weiß, ihr habt mir den reingeschrieben und ich habe es mir auch angehört, aber ich krieg's halt nicht hin. Ich krieg's nicht hin auszusprechen. Das fühlt sich falsch an, wie ich es aussprechen würde. Deswegen sage ich es erst gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich liebe diesen Tanz einfach, ne? Das ist, weil der so geil diesen Rhythmus halt wiedergibt von diesen krassen Kicks und Besten, ne? Aber auch immer wieder geil. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich mich trauen würde, das so zu tanzen. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht schwierig, aber ich muss es halt lernen. Und das ist halt so die Sache, ob ich da Bock drauf habe. Ich wäre auch so einer, der so tanzen würde. Natürlich, mein schüchterner Arsch würde aber eigentlich den hier machen. Oh. Den Typen jetzt hinter mir, den zeige ich euch jetzt eben kurz. Den hier. Oh. Den hier. Das ist aber auch eine crazy Maske, ne? Erinnert ein ganz kleines bisschen. Wie heißt diese Gummiserie? Squid Games? Squid Gaming? Squid Games? Irgendwie so. Habe ich nur die erste Staffel gesehen, habe mich nicht wirklich abgeholt. Habe sie zwar trotzdem durchgesuchtet, weil ich mir dachte, ja, okay, vielleicht hat da doch irgendwas Geiles, aber ist schon irgendwie cool. Muss aber ehrlich sagen, ich finde es halt cool zu sehen, so die richtigen Gesichter zu sehen. Gerade jetzt auch von Diesel. Das glaube ich jetzt so das zweite Mal, dass ich ihn wirklich ganz sehe. Oder das erste Live-Set, dass ich den ganz sehe. Sonst kenne ich ihn ja nur mit Maske. Ich bin da halt, glaube ich, mehr so ein Fan von, wenn ich halt sehe, wie die Künstler halt wirklich ihre eigenen, ne, wie ihr eigenes Gesicht dabei aussieht, wenn die ausrasten zu ihrer Musik. Wobei aber auch Masken halt sehr geil aussehen. Oder du das geil verpacken kannst halt so, ne? Und gerade auch für die Anonymität. Junge, diese Kicks holen mich jedes Mal ab. Scheißegal, wenn ich von Gearbox höre, ne? Jedes Mal. Nicht die, sondern die.
Holy shit. Und wie die auf einmal alle voll durchdrehen. Geil. Mhm. Junge, leck mich alle Fritten, ey. Ist das wieder geile Scheiße, ey. Aber da muss ich auch wirklich sagen, diese ist halt so geil anzuschauen, wie der da immer rumspringt und richtig abfeiert, ne? Crazy. Bro, diesen Unterschied zu sehen ist geil. Diese ganze Zeit immer bei diesen ganzen Kicks am Ausflippen und Cruelty immer dieses mega. Ich muss halt ehrlich sagen, die Bühne hat irgendwas, ne? Ich dachte, also dieses Gestell, dass du wirklich hier hinten auch dieses Gestell siehst, dachte ich erst so, okay. Aber es ist halt wirklich sehr krass gemacht, wie das mit diesen Lichtern richtig geil rausgezogen wird, ne? Sieht echt gut aus. Richtig was Gutes. Richtig was Geiles. Junge, ey.
Geiler Shit, ey. Ich muss ehrlich sagen, diese Melodie, ja, kann man Melodie nennen, erinnert mich an irgendein Game. Ich weiß, ich rede oft über Games, aber ich bin halt auch Suchti, ne? Das ist halt, ich bin halt ein Nerd jetzt vielleicht nicht, aber ein Suchti. So, ich habe genug gezockt, sag ich mal so. Es war immer noch so, aber gut. Irgendein Spiel erinnert mich das. Ich lieb's noch, ich lieb's noch. Holy shit, ey. Holy shit. Also ich muss schon sagen, ne, diese Kombo macht extrem Bock, ne, genau wie die beiden das auch wiedergeben, dieser Sound von Cruelty, diese Melodie, sag ich jetzt einmal mal, Melodie, und diese krassen Kicks von Diesel, ne. Woo! Oh, geil. Geile Crowd. Geht gut ab. Ist mega. Aber, also haben manche da irgendwie T-Shirt-Verbot? Dass es heißer drin sein, also ist? Natürlich durch die ganzen Menschen. Kann man jetzt auch zweideutig sehen. Also, auf zwei verschiedenen Arten verstehen. So. Ich meine natürlich die nicht normalere Art. Von wegen, weil so viele da sind, sondern egal, scheiß drauf. Aber, wie viele da oberkörperfrei sind? Aber das ist auch so geil, ne? Da stellt sich keiner dran, auch wenn da mal ein bisschen geschubbt wird oder so. Alles gut. So, okay, scheißegal, guckst wieder mal eben rüber, zack, scheißegal, geht man zusammen ab. Fertig, Punkt aus Ende. Was man bei anderen Acts sieht. Ich will jetzt nichts droppen. Aber wenn da mal jemand angerümpelt wird, wie die sich da auf die Fresse hauen wollen und so, denke ich mir jedes Mal, Bruder, ey, wir sind doch hier auf einem Festival, wir sind hier irgendwo in der Halle oder was auch immer. Dass du angerempelt wirst, ist doch ganz normal. So, wir wollen alle die Musik genießen, so. Und wenn du keinen Bock hast auf angerempelt, außen hast du genug Platz, wo sich kein Arsch bewegen wird.
Ich verstehe auch nicht, wie Cruelty da ganze Zeit so stehen kann, ne? Alter, diese fucking Maske auf, dann noch eine Sturmhaube, ne, über den Kopf. Eine fucking Boxer, ja. Junge, in ein T-Shirt würde ich da schon eingehen wahrscheinlich und der Mann steht da mit einer fucking Bombe. Bro, wo kam er denn hergesprungen hier? Wo kommt. Wo kommt er denn hier auf einmal hergesprungen? Hier fliegt doch einer hoch in der Zeit auf einmal, oder nicht? Bro, wo kommt der denn her? Aber ich merke halt. Warum konnte ich nicht stoppen? Ich merke halt, Ich denke, dass das von Cruelty kommt. Wenn es nicht so ist, ne? Dann ist das halt so. Dann könnt ihr mich gerne berichtigen. Ihr wisst ja, ne? Ich bin sehr offen für Tipps und einigermaßen Kritik. Also, solange sie vernünftig geschrieben wird, wenn ihr mich natürlich beleidigt oder so, wird es halt gelöscht. Ist keine Frage. Aber dieser Cruelty-Sound, sag ich mal, dieses. Ne, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Boah, da merke ich halt, wir sind jetzt, ja, noch nicht mal der Hälfte von dem Video. Und das könnte ich, glaube ich, nicht den ganzen Tag hören. 2 Stunden, alleine eine Stunde wird, glaube ich, schwierig für mich. So, weil das ja wirklich extrem ist. So, ich brauche mehr Melodie, mehr Gesang vielleicht so ein bisschen, aber auf jeden Fall mehr Melodie oder mehr Kicks oder so. Ein bisschen weniger von dieser Cruelty Magic. Auch wenn es sehr geil zusammenpasst. Aber es ist ja wirklich, es ist ja crazy viel, wie oft du diese Art Sound hörst. Musste halt drauf stehen und ich glaube, ich bin da noch nicht bereit für. Junge. Das muss ich nochmal hören. Die hören sich doch ein bisschen anders an als die davor, oder? Also, irgendwie noch ein Stückchen geiler, aber. Hä? Und was ist das für eine Cap, Mann? Wait. Was? Was geht denn jetzt ab?
Den Anfang, der kam mir doch bekannt vor. Und dann kommt das. Holy shit. Holy, ey. Das meine ich nämlich, das hört sich ein bisschen komisch an. Und dass die Crowd einmal so fucking laut war, muss ja halt wirklich heißen, dass die Crowd fucking laut war. Weil ich glaube nicht, dass sie daran irgendwie was geändert haben an die Atmosphäre-Sound, sag ich mal so. Achtet mal auf die Hand von Cruelty. Ey, ist das crazy, wie er ihn packt, ey. Jetzt. Oh, schön am Nacken. Jetzt komm, Junge. Geil. Sag mal ganz ehrlich, dieser Sound, der reißt dir doch irgendwann dein Trommelfell auseinander, oder nicht? Weil das wird doch so fucking laut da drin sein. Als würdest du fucking Raketen da drin zünden und nicht ein paar kleine. Aber es passt halt irgendwie doch gut zusammen, ne? Auch wenn man irgendwie denkt, boah, also ich denke mir die ganze Zeit so, boah, crazy, nimmt mich das auseinander, aber irgendwie passt dann doch wieder so zusammen, ne? Crazy. Ich find's verrückt, was die da mit dem Licht rausholen aus diesem Gerüst da einfach. Sieht so cool irgendwie auch aus, ne? Obwohl das einfach nur. Kannst auf eine Baustelle gehen, nachts und einfach so eine Lichtershow drauf machen. Hast genau das gleiche eigentlich. Okay, das war ein bisschen respektlos, sorry dafür. Das war ein bisschen respektlos gegenüber die Idee dazu hatten. Aber, ne? Ganz dumm gesagt. Holy shit, ey.
Das ist ein crazy Track, um den da irgendwie einzubauen. Sieht aber mega geil aus. Hilfe. Bro, wo kommt diese, hä? Wie kommt man auf die Idee? Ist das krass? Du kannst doch jetzt nicht da einen auf ruhig und süßen machen. Das ist so verrückt, ey. Ich finde das immer wieder krass. Du siehst diese Menschen da total am Ausrasten, egal ob es die DJs sind oder die Besucher. Und wenn du die im echten Leben siehst, sind das wahrscheinlich irgendwelche, die so ganz ruhig, ganz hart, süß so sind. Die meisten natürlich. Das ist so verrückt. Das ist so geil zu sehen jedes Mal wieder. Guck dir den mal an. Oh, wey, oh, wey, oh, wey. Wow. Ist das? Bro, lass doch meine Kopfhörer heile. Halleluja. Hallelotzi. Und nochmal rein da. Ja, aber was haben die sich bei den Tracks dann wieder gedacht? Ja, okay, komm, wir nehmen das Tempo noch ein bisschen höher für die Kicks. Ey, das holt mich ja total ab, ne? Nein! Ja, ich weiß, ich sollte einfach mit meiner Tastatur spielen, aber ich brauche die Maus sowieso immer zum Anzeigen. Was sieht das geil an, ey. Ich reite mir einen weg, ey. Geil. Da bin ich ja ne, das meine ich nämlich. Das ist so für mich ein bisschen too much. Also diese krasse Voice-Line und so dann. Weil du halt ganze Zeit diese Art Sound halt ganze Zeit hast. Aber das ist halt ich halt, ne?
Das ist eine kranke Scheiße, ey. Aber was ich mich jetzt hier gerade frage, ne, natürlich ist es scheiße, dass ich jetzt gerade da stoppe. Ist eigentlich immer egal, aber gut. Ist das da, wo die Hot Pursuit gemacht haben? Die gleiche Halle? Weil das irgendwie sau ähnlich aussieht. Außer, dass das in der Breite irgendwie breiter aussieht. Aber nach hinten sieht es fast ähnlich aus. Wahrscheinlich nicht. Ich muss halt ehrlich sagen, mit diesem Hintergrundsound, ne, und dass es so dunkler ist, mega cool. The ghosts are coming closer, Mr. Lauren. You really believe in your pet ghost, don't you, Bridget? Before the night's over, you will too. Das ist verrückt, was die da rausholen. Ey, da komme ich nicht wirklich, also jetzt komme ich da gar nicht mehr drauf klar. Jetzt, wo halt wirklich alles so, ne, du die ganzen Besucher gar nicht mehr siehst. Und jetzt mal wirklich dieses ganze Potenzial hier siehst. Crazy. The ghosts are coming closer. Ey, dass sie da so einen schnelleren Beat drunter haben. Bro, es ist immer wieder krass, immer wieder zu sehen, wie die immer mehr was Neues einfallen lassen, immer mehr da irgendwie zukommt und das irgendwie auch zusammenpasst. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist es mal dahingestellt. Ne? Also ich mag es zum Beispiel, dass das so dieses Tempo ein bisschen aufnimmt, dadurch, dass du diesen Bass im Hintergrund hast. Aber mag zum Beispiel nicht also dieses Rockmäßige wohl, aber das ist ja schon fast in Metal, dieses Geschrei, sag ich jetzt mal. Das feiere ich zum Beispiel nicht. Und es gibt wahrscheinlich viele da draußen, die es genau andersrum sehen.
Stell dir vor, da ist jemand ganz neu, hat nichts mit Hardstyle zu tun. Denkt sich so, okay, gut, ne, also ich gehe mal zu meinen Freunden, die gucken sich das an. Der Mann kommt jetzt rein in den Raum. Oder die Frau, wie auch immer, ne? Kommt jetzt rein und ist so. Boah, hört sich doch ganz geil an. Und außen nichts. Ballert dir das in die Fresse, wie geil. Also dieses Hin- und Hergewechsel oder jetzt auch, was ist das für, also, was ist das für ein Sound auf einmal? Ich muss halt sagen, das feiere ich halt so, ne? Das Außen nichts gefühlt manchmal so diese Kicks halt so reinballern. Und du halt da so wie ich jetzt gerade. Ich gucke mir das an und außen nichts an. Das ist einfach geil. Halleluja, ey. For the very last time. Ah ja, klar.
Last shot. Holy shit, ey. Da sei. Ah, okay, wir sind gleich These were durch. your last beats of Rebirth Festival Saturday. Your last man standing, make some noise for Diesel and Cruelty. Aber auch coole Stimme, der Mann. Auch wenn die fast heiser und weg ist, aber trotzdem. Ja. Also. Ihr habt's gesehen, das Ende. Ich werde, glaube ich, nie auf Abtempo. Also, Abtempo ist einfach nichts für mich. Ich merke das immer mehr. Klar, die Lichtershow ist immer wieder geil zu sehen, was die da rausholen. Das ist halt wirklich sehr geil. Das ist das Einzige, was mich, glaube ich, an Abtempo abholt. So, sonst, ey, ich habe da nichts für über. Ich kann da nichts rausziehen. Und verrückt. Also, ich glaube, da werde ich nie drauf abfahren. Keine Ahnung. Aber gut. So, das war die eine Sache, die mir ja jetzt nicht gefallen hat, aber das ist ja irgendwie, ne, dieses Geschmackssachen-Ding. Aber da bleiben wir auch gleich bei dem Geschmack. Ja, wie gesagt, dieses krasse Metal-Geschrei. Ab und zu finde ich es geil. Aber hier ist es ja wirklich extremer, oder was heißt extremer Teil, ne? Aber Teil der Show. Ist auch nicht so ganz meins. Plus, dass dieser Scratch-Sound, nenne ich den jetzt einfach mal. Ihr wisst ja alle, was es wahrscheinlich heißt. Da bin ich für, ne, einfach zu sehr nur zu sehr ein normaler Hörer. Kommt sehr geil an vielen Stellen, gar keine Frage. Aber manchmal finde ich, ist das auch so ein bisschen too much. So, für meine Vorlieben natürlich. Ist natürlich auch die Sache, Cruelty habe ich jetzt nicht so viel gehört, diese natürlich ein bisschen mehr. Wahrscheinlich hätte ich mir das auch denken können bei den beiden. So, wo ich den Namen gelesen habe. Ja, ist dann halt auch gut zu wissen. So könnt ihr mir gerne nochmal reinschreiben, und was wirklich Cruelties Magic ist, sag ich mal. Diese Art von Sound. Ich weiß ja, bei diese sind das diese Kicks. Kenne ich ja schon. Weil Cruelty, sag ich ganz ehrlich, sind halt sehr, sehr geil oft zusammengepackt, aber es gibt auch viele Stellen, wo ich sage, too much für mich, und dann macht es halt auch keinen Sinn. Sorry, dass ich mir das gebe. Bin ich ganz ehrlich. Ne, da will ich ja auch irgendwo offen sein und die Wahrheit auch irgendwo, ne, besprechen, und nicht, dass ich mich hier hinsetze und dann irgendwas hier hinlaber, was gar keinen Sinn macht, und auch nicht irgendwie ist das Haten, keine Ahnung, ne, aber wenn mir irgendwas nicht gefällt, macht es keinen Sinn, dass ich dann darauf reacte. So. Aber das sind die Sachen, so, die mich nicht abgeholt haben. Aber sonst fand ich es eigentlich eine sehr, sehr geile Show. Natürlich halbe Stunde volle Dröhnung. Ob es von den Lichtern her war, wie gesagt, crazy, was sie da rausgeholt haben aus dem Gerüst da hinten. Mit den einzelnen Panels hier vorne, die Gerüste, die ja nochmal hier so vor uns stehen, aber auch hinter uns nochmal 2. Sehr cool. Hatte auch so schon eine rustikale, geile Optik, fand ich. So, wenn du halt das nur so siehst. Finde ich da eben schnell was. So. Aber nachher, natürlich hier hast du ja auch schon die Lichter, aber nachher mit den Lasern und Lichtern, crazy, was die da rausgeholt haben. Diese Cruelty, wie die abgehen, hat mega Spaß gemacht. Finde ich sowieso nochmal viel geiler, wenn du wirklich Leute hast, die richtig ausrasten. Natürlich gibt es auch zum Beispiel, nehme ich immer gerne da als Beispiel, Andy Rex. Der Mann, der ist halt, ne, der springt natürlich auch ein bisschen rum und so, aber da hast du nicht so viel Power jetzt wie bei Diesel zum Beispiel. Oder jetzt auch bei Cruelty ab und zu. Ja. Ich finde, bei so einem Set, da musst du halt auch Leute da vorne haben, die so durchdrehen. Und hatten wir. Deswegen geil, was sie da abgeliefert haben. Alles in allem natürlich
Ist es Geschmackssache, aber trotzdem haben sie mies abgerissen. Geiler Sound, geile Keks. Boah, was ist mit meiner Hals los? Geile Keks. War crazy. Also bin ich ganz ehrlich, war crazy. Ob ich mir jetzt nochmal irgendwie, vielleicht in einem Jahr, 2026, vielleicht bin ich dann anders gestrickt, werde ich mir vielleicht das nochmal geben, wenn die 2026 nochmal so ein Versus machen oder was auch immer. Jetzt muss ich aber wirklich sagen, es ist noch ein bisschen too much. An manchen Stellen. An vielen Stellen hat man, glaube ich, auch gesehen, dass es nicht too much ist, sondern dass ich da schon oder dass ich da auf einem guten Level bin. Ja, wir gucken einfach. Ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne drunter, Cruelty, ob das so sein Sound ist. Ich meine, ich kann auch selber reinhören, aber so haben wir auch ein bisschen mehr Interaktion. Gerne mehr Vorschläge. Genau, abstimmungstechnisch, das wollte ich auch noch eben sagen. Falls ihr überhaupt bis hierhin guckt. Aber abstimmungstechnisch, ne, wenn ich eine Abstimmung mache, gibt es ja mehrere, ist halt eine Abstimmung, ne? Gibt es halt mehrere Sachen, worauf wir abstimmen können. Also ihr könnt auf eine Sache abstimmen, aber zum Beispiel drei Videos müssen das meistens sein, vielleicht auch mal mehr. Das heißt nicht, wenn, wie zum Beispiel jetzt heute, wo die so ein Cruelty gewonnen hat, dass nur die Reaction kommt und die anderen beiden fallen weg, sondern das heißt nur, dass die halt dann für den Samstag ist. Kann aber auch sein, dass nächste Woche Samstag dann eine von den anderen beiden kommt. Aber, ne, also es wird einfach vorgezogen, damit das eben klar ist. Weil ich habe das Gefühl, dass manche das halt denken, okay, gut, du hast 3 Auswahlmöglichkeiten, eine gewinnt und die anderen beiden fallen dann ins schwarze Loch oder so, keine Ahnung. Ist nicht so. Die werde ich natürlich alle irgendwo nachholen. Natürlich nach und nach. Und es muss halt auch mit meinem Vibe an dem Tag passen, weil manchmal gibt es halt auch Tage, wo ich mir zum Beispiel hier kein, hier in dem Fall Diesel oder so anhören könnte. Das ist einfach so. Ne, ich denke, manche von euch kennen das. Also manchmal hat man so Tage, wo das nicht so ist, wo man dann halt andere Reactions nochmal vorzieht oder ne, andere Musik nochmal vorzieht. Ja, so, das haben wir dazu. Ich weiß, ist ein bisschen jetzt am Ende sowas zu sagen, aber das fällt mir immer erst so spät ein. Scheißegal. Ja, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, Daumen hoch, blablabla. Bin ich ganz ehrlich, freue ich mich immer drüber, ne, wenn ich sehe, dass euch das gefällt und. Müsst ihr halt selber wissen, ich kenne es von mir selber, dieses Doppelklicken bei TikToks oder auch hier einfach runterscrollen und einen Daumen drin geben. Wer macht das schon? Das ist immer so eine Sache, wo du dir, ne, was man immer irgendwo vergisst, sag ich mal. Deswegen, ne, will ich gar nicht so einer von denen sein und sagen, ja, gib mir einen Daumen hoch und dies und das. Ich feiere es mehr so zu sehen, dass ihr euch anschaut und wenn ihr dieses Hashtag, was meistens am Ende kommt, gerade bei diesen Stunden, ne, fast Stunden Reactions oder über eine Stunde Reactions, damit ich halt sehe, ja, okay, ich hab's durchgeguckt. Natürlich, Daumen hoch und so, freue ich mich drüber, aber so, ne, man kann auch am Anfang 5 Minuten gucken, zack, Daumen hoch und zack, ist das Video weg. Gut. Deswegen, falls ihr das bis hierhin geschaut habt, gebt mir einen Hashtag Madness. Ich glaube Madness. Madness klappt, passt ganz gut hier. Machen wir Crazy Madness. Ja, auch mal ein bisschen was in die Tasten schreiben, ne? Auch mal die Finger ein bisschen bewegen. Wir machen Hashtag Crazy Madness, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt. Dann sage ich vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ne? Ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, dass es ein bisschen Abfuck war, weil ich halt selber ne, ab und zu so Momente hatte, wo es mir nicht so ganz gefallen hat. Aber das ist halt bei Reactions so, gerade bei neueren Sachen. Also für mich neuere Sachen. Ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction. Ihr wisst, morgen ist Sonntag, Big Content Sunday. Keine Ahnung, was da kommt. Ihr werdet sehen. Seid gespannt, dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.